Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder bei einem Video dabei seid. Ja, es hat mich wieder ein Kooperationspaket erhalten. Dieses Mal habe ich es von der Marke Five Stitch erhalten. Ja, Kooperation bedeutet, mir wurden die Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt und ich musste nur die Versandkosten bezahlen. Ja, ihr seht links oben eingeblendet den Namen des Kooperationspartners und ihr seht rechts oben eingeblendet den Rabattcode. Das heißt, falls ihr Lust habt, die Produkte nachzushoppen oder falls ihr auch andere Produkte findet auf der Website, die ihr gerne kaufen möchtet, dann verwendet doch meinen Rabattcode und könnt damit 5% auf eure Bestellung sparen. Der Rabattcode lautet Kreuz Dame und ja, mit allen Buchstaben groß geschrieben. Ja, der Titel sagt ja schon, was sich in diesem Kooperationspaket befindet. Und zwar habe ich mir diesmal runde Stickbilder ausgesucht. Es gibt wirklich eine große Anzahl an den runden Stickbildern in dem Shop, also mit den verschiedensten Motiven, von Landschaftsmotiven bis Tiermotive. Ja, und auch die gibt es in der verschiedenen Countgrößen und es gibt sie im gezählten Kreuzstich oder auch im Vordruck. Ja, gut. Dann starten wir auch schon das Unboxing und schauen mal, was sich in dem Karton alles befindet. Ich nehme mal alles raus. Ja, Karton ist leer. Und wir schauen uns das der Reihe nach an. Und da haben wir das übliche Toolkit. Das kennt ihr ja auch von den anderen Unboxings. Diesmal in einem roten Organza-Säckchen, ganz weihnachtlich, bedruckt mit Mond und Sternen. Und schauen wir mal, was da so drin ist. Ja, wir haben wie üblich 3 Flossbobbins, die gedacht sind zum Backen der Fäden. Ich werde das auch gleich wieder einpacken. Dann haben wir auch 3 die Silikonfingerhüte in der Größe 3. Dann haben wir diese Schere, die ich ja besonders gern mag. Sie ist wirklich sehr, sehr spitz und sie schneidet wirklich sehr gut den Faden ab. Also man kann ganz knapp am Stoff den Faden abschneiden. Also eine absolut tolle Schere. Und dann haben wir noch die Nadeln und zwar ja, in der Größe 26, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, es sind 2, 4, 6, es sind 8 Nadeln. Also es sind deutlich weniger, als man früher erhalten hat. Früher gab es ja die 28er Nadeln und da waren auch immer 20 Stück dabei. Mittlerweile nur mehr 8 Stück und in 26er Größe. Nun gut, das ist das Zubehör Säckchen von Five Stitch. Und dann habe ich diesen Plastikbeutel erhalten, also diesen Zipbeutel. Und auch der ist gut gefüllt. So. Ja, was haben wir dabei? Ja, das hatte ich auch schon beim letzten Unboxing von Five Stitch. Das ist ganz einfach nur die Erklärung, dass der Firmenname umbenannt wurde. Er hieß ja früher One-to-One Stitch. Er wurde umbenannt auf Five Stitch
Und ja, bis zum 31. Dezember, also des letzten Jahres, konnte man auch noch One-to-One-Stitch aufrufen und kam dann automatisch auf die Website von Five Stitch. Ja, es geht darum, um Copyright gründen und ja, und sie mussten den Shop umbenennen auf Five Stitch. Das ist wie gesagt die kurze Erklärung dazu. Ja, dann haben wir wieder den Flyer von Painting Fairy. Ihr wisst ja, Five Stitch lässt bei Painting Fairy Cross Stitch produzieren. Das heißt, wir haben auch hier die Baumwollgarne dabei. Es gibt 482 Farben an Baumwollgarnen und die entsprechenden DMC-Nummern auch. Und hier ist kurz beschrieben, ja, der ganze Prozess der Herstellung. Also hier, ja, kennt man auch schon diesen Flyer. Und auch den zweiten Flyer kennt man. Hier noch einmal die Infos über die 482 Farben von ägyptischen Baumwollgarn. Und ganz hinten dann nochmal die Anleitung, wie man dann das fertige Stickbild auswaschen kann. Auch diesen Flyer findet man in jedem Paket von Painting Fairy Cross Stitch und natürlich von Five Stitch. Dann gibt es auch wieder eine Garnprobe und das schauen wir uns ganz kurz näher an. Also wie gesagt, die Farben sind wirklich identisch mit den DMC-Farben, also da gibt es keinen Unterschied. Und ja, was habe ich erhalten? Die 936 und hier sieht man den Aufdruck von Fairy, also von Painting Fairy Cross Stitch. Ja, also das ist wirklich, wirklich tolles Garn. Mittlerweile arbeite ich sehr gerne damit. Am Anfang war es für mich ja etwas gewöhnungsbedürftig, da es sich bei mir immer wieder schnell verknotet hat. Aber wie gesagt, mittlerweile komme ich sehr gut damit zurecht. Dann habe ich ein kleines Goodie erhalten, also das habe ich mir nicht ausgesucht. Und zwar habe ich wieder einen Stoff erhalten. Und dazu muss ich sagen, den gleichen Stoff habe ich schon bereits zu Hause. Nämlich, der war auch bei der letzten Kooperation von Five Stitch dabei. Und zwar ist das so eine Art grün-orange-Ton. Entschuldigt, wenn es sehr raschelt, aber ich möchte ihn euch gerne zeigen. Also wir haben hier die Countgröße und zwar ist es 14 Count und der Stoff ist 40 x 50 cm. Ich werde ihn euch auch in der Beschreibung verlinken. Ich finde die Stoffe ja wirklich toll. Nur der Nachteil ist, man kann sich leider nicht den Count aussuchen und man kann sich leider auch nicht die Farbe aussuchen. Also hier wäre dann der Stoff. Leider kommt er in der Kamera bei dem Licht nicht so gut raus, denn diese Bereiche, die hier in der Kamera braun erscheinen, sind orange. Also das ist ein zartes Grün. Hier haben wir nochmal kräftiges Orange und ja, es sieht in der Kamera eher schmutzig aus, aber ihr könnt mir glauben, es ist orange. Ja, also die Stoffe gibt es auf der Website in verschiedenen Größen, also zum einen, so wie diesen hier, in 40 x 50 cm und es gibt sie noch in der größeren Größe in 50 x 70 cm und die kosten wirklich nur einen Spottpreis.
Also falls ihr etwas bestellt, kann ich euch wirklich nur empfehlen, dass ihr auch so einen Stoff mitbestellt. Er kostet nicht viel und ja, man kann ihn immer wieder für etwas verwenden. Ja, die Stoffe erhält man, wie gesagt, zufällig, das heißt in einer zufälligen Farbe und auch in einem zufälligen Count, entweder 14 Count oder 16 Count. Ja, da habe ich auch schon einige zu Hause mittlerweile. Und dann schauen wir uns mein erstes Rundstickbild an, also ein rundes Stickbild. So ist eigentlich der richtige Ausdruck. Ja, und was habe ich mir ausgesucht? Und zwar ist es diese Winterstadt, also passend zur Jahreszeit. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also, entschuldigt. Ja, es heißt Wintertown Night 2. Ja, da gibt es auch noch ein 1. Und ja, es ist vom Designer Stitching Land. Ja, die Stickkits von 5 Stitch sind lizenzierte Bilder. Das heißt, auch die Designer verdienen dabei. So, ich habe es mal ausgepackt, dass man sich das besser ansehen kann, dass es auch weniger spiegelt. Wie gesagt, es ist vom Designer Stitching Land. Es wird 150 x 150 Stiche groß. Ich habe es mir anscheinend in 16 Count ausgesucht. Ich dachte, es war 18 Count. Nun gut, aber scheinbar waren es doch 16 Count. Und ja, hier ist nochmal das Motiv. Und ich finde, sieht so toll aus. Ja, wie gesagt, diesmal ein rundes Stickbild. Ich glaube, ich habe noch gar kein rundes Stickbild. Ja, ihr werdet dann auch noch das zweite Stickbild sehen und da würde ich mich dann freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, mit welchem Stickbild ich anfangen soll zu sticken. Gut, dann schauen wir uns das mal genauer an. Also hier das Motiv. Und dann haben wir hier auch schon die Legende. Ich muss mich entschuldigen, dass hier das Licht so spiegelt. Leider habe ich zurzeit keine andere Möglichkeit. Und ja, hier sind die Farben, also die Legende. Und ihr könnt sehen, es wird ausschließlich im vollen Kreuz gestickt. Und wir haben tatsächlich nur 25 Farben. Keine Mischfarben, kein halbes Kreuz, keine Backstitches oder French Knots, reines volles Kreuz in 25 einfachen Farben. Also das ist schon toll und das ist dann wirklich einfach zu sticken. Ja, dann haben wir hier die Papieranleitung auf A4 Papier. Und ich mache nur kurz Platz. Dann schauen wir uns gleich den Stoff an. Also das sind doch eher kleinere Projekte, wie ihr sehen könnt. Also hier haben wir wieder den Aufdruck 5 Stitch, 16 Count in 150 x 150 Stiche. Und ja, der Druck ist natürlich bekannt. Er ist einwandfrei, er ist sehr klar. Also bei 16 Count, man kann wirklich die Symbole sehr gut erkennen. Und ich muss auch dazu sagen, dieses Bild hat kein Konfetti. Also scheint wirklich einfach zu sticken zu sein. Und wie gesagt, eines der beiden Bilder möchte ich gerne starten und da freue ich mich dann auf eure Kommentare, mit welchen ich anfangen soll. Also hier diese Winterstadt, Wintertown Night 2.
ein wirklich, wirklich schönes Motiv, passend zur Jahreszeit. Ja, also wenn es das werden soll, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, und dann schauen wir uns noch die Garne dazu an. Und wie gesagt, wir haben 25 Garne, wieder auf Plastikgarnkarten, hier wieder mit dem Aufdruck der Marke 5 Stitch. Und ja, es sind eher dunklere Farben, also viele Brauntöne. Und ja, hier in der Kamera erscheinen die Farben ein bisschen kräftiger, als sie tatsächlich sind. Aber sehr, sehr schöne Farben. Ja, wir kennen das mit der Schleife, wie üblich vom Painting Fairy Cross Stitch. Und ja, 5 Stitch lässt ja dort produzieren. Also 25 Farben. Also es ist jetzt nicht so Unmengen an Garn dabei. Und ja, es ist ja auch nicht so ein großes Stickbild. Also, das erste Bild gefällt mir schon wahnsinnig gut, muss ich sagen. Also da hätte ich wirklich schon Lust, an dem loszulegen. An dem Wintertown Night 2. Wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt wirklich eine Unmenge an diesen runden Bildern dort zur Auswahl. Also schaut euch das mal an in dem Shop. Vielleicht ist ja auch für euch was dabei. Ich verlinke das Produkt natürlich auch wieder in der Beschreibung. Ja, und dann schauen wir uns noch das zweite Bild an, das ich mir ausgesucht habe. Ja, wie soll es anders sein? Es musste wieder eine Katze sein. Diesmal auch wieder ein rundes Stickbild und es heißt Sleeping Cat. Es ist auch von den Designer Stitching Land. Es ist 150 x 150 Stiche groß und auch diesmal wieder 16 cd, obwohl ich wirklich der Meinung war, ich habe 18 ausgewählt. Aber gut, es wird schon passen. Ich sticke ja sehr gerne auch auf 16 Count. Schauen wir uns das nochmal ohne Folie an. Also die Katze kommt ja auch ganz toll raus. Die sieht ja auch ganz niedlich aus. Und ja, der Stil ist etwas anders als bei der Winterstadt. Ja, ganz schönes Motiv. Ja, schauen wir mal, wie viele Farben wir haben. Und zwar, wir haben 18 Farben. Also noch weniger als bei der Winterstadt. Und auch diesmal nur volles Kreuz und keine Mischfarben. Also auch das dürfte einfach zu sticken sein. Die schlafende Katze, also das Sleeping Cat. Auch hier wieder die Anleitung gedruckt auf A4-Papier, so wie wir es kennen von 5 Stitch und natürlich auch von Painting Fairy Cross Stitch. Ja, dann schauen wir uns den Stoff einmal gemeinsam an. Der hat ja die gleiche Größe wie die Winterstadt. Und ja, auch hier wieder der gleiche Aufdruck, 5 Stitch, 150 x 150 Stiche, 16 Count. Und der Druck auch hier einwandfrei und auch hier kein Konfetti. Also bei diesen zwei Bildern kann ich mir durchaus vorstellen, ja, dass ich es mitnehme auf Reisen, weil die die Bilder sind nicht so groß und sie sind wirklich nicht schwierig zu sticken. Die Sleeping Cat gefällt mir auch total gut. Also ich weiß jetzt wirklich nicht, welches Bild ich starten soll.
und da freue ich mich dann auf eure Kommentare. Dann schauen wir uns noch die Farben an und wir haben, wie gesagt, 18 Farben. Auch hier eher dezentere Farben, also dunklere Farben, dunkles Blau, hier braun und so, ja, ockerfärbige Töne, auch Grautöne und ja, hier auch Brauntöne. Das sieht alles so kräftig in der Kamera aus, aber es ist es tatsächlich nicht. Ja, auch hier wieder auf Plastikgarnkarte, wieder mit dem Aufdruck 5 Stitch. Also ich mag diese Garnkarten sehr gerne, denn wenn man dann fertig ist mit dem Stickbild, kann man die Karten ja wunderbar wiederverwenden für das nächste Stickprojekt. Ganz, ganz toll. Ja, meine Lieben, also das wäre dann noch die Sleeping Cat. Auch ein wunderschönes Motiv. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, meine Lieben, womit fange ich an? Ich komme mit beiden näher, denn leider blendet das Licht so. Also noch einmal die Frage, einmal die Winter Town Night 2 oder die Sleeping Cat. Beide vom Designer Stitching Land, beide 150 x 150 Stiche groß und beide auf 16 Count. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, welches Bild ich starten soll, denn ich möchte bald starten und es euch dann vielleicht in einem nächsten Video zeigen. Ja, dann bedanke ich mich bei meinem Kooperationspartner, bei 5 Stitch, für diese Kooperation. Ich bedanke mich für euch, meine lieben Zuschauer, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.